This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Oh, ja gut. Ich dachte, ich krieg hier noch irgendwie... Nein? Ich dachte, ich krieg hier noch irgendwelche Infos oder so. Nein. Aufgaben. Baker Street. Kein Entkommen vor Londoner Polizei. Der Fall um den erschütternden Mord an dem ehemaligen Captain Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicherer Quelle erhalten hat, das waren wir, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Patrick Cairns, einem seiner früheren Harpunierer, ermordet wurde. Der gemeingefährliche Verbrecher wurde vom tapferen Inspektor Lestrade in einem Faustkampf unschädlich gemacht und in Gewahrsam genommen. Hätte auch Snow sein können, ne? Gestern. Patrick Cairns wird für seine Tat mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tode verurteilt werden. Also ich soll es vielleicht jetzt nicht so, nicht so vorlesen, aber ja. This is where I keep my post. Ja. Okay, das haben wir jetzt. Ich weiß halt immer noch nicht. Ein Bahnhof bei Nacht, ein ankommender Zug, ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watsons Rückkehr aus dem Urlaub wird zu einer abenteuerlichen Geschichte. Ich dachte, ich krieg hier noch den Einspieler, weil ich da ja aufgehört hatte. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Ja, ist ja gut. Und was mit Toby? Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Okay. Ist ein bisschen laut, gell? Ja, schade, ich dachte, wir kriegen jetzt hier noch den Einspieler irgendwie. Aber naja, gut. Watson, I'll hold a cab for us.
We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. 1 week later. Entschuldigung. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Guten Morgen, Pai. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Ein Bahnhof bei Nacht. Okay, das hatten wir schon. Ifsham, okay. Habt ihr für eine Party gefeiert? Was auf der Gamescom passiert, bleibt auf der Gamescom. Kurze Störung, ich schreibe dir am DC meine Nachricht wegen Klassik. Alles klar, nicht Girl. Lese ich dann später, ja? So, weiter geht's. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Wunderschönen guten Morgen, Herr Schniepi. Das hätte ich nie gesagt. So, lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Untersuchen Sie das Gleis in dem Gebiet, in dem der Zug verschwunden ist. Okay, können wir mit. What should we do next, Holmes? Ja, da gucken wir mal. Also, der Zug sollte kommen. Man hat auch die Scheinwerfer gesehen und dann waren sie weg. Evesham. Kann ich denn da hinten jetzt hin? Doch, hast du an deinem Geburtstag? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ja. Doch, hast du an deinem Geburtstag? Hä? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Dann gehen wir da doch mal hin. Wer ist das denn da? Darf ich jetzt einfach hier so langlaufen? Nicht das... Aber wo ist der denn verschwunden? Der ist doch... So ein feiner Rock. Watson. Mehrere Spuren. Radspuren. Spuren eines schweren Fahrzeugs. Traces. Let's take a closer look. Abmessen. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Ja. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Och ja. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Ja, die sind These so schwer. traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Das habe ich so nicht gesagt, Schniepi. This road should lead to the town of Evesham. Aber warum?
Was ist hier? Was ist das hier? Pennt hier jemand? There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Ich wollte gerade sagen, also fachmännisch, ne? Fachmännisch wurde das hier nicht abgerissen. Können wir schon irgendwas... Dabei handelt es sich um ein abgerissenes Depot in der Nähe von Evesham. Dort sind auch Spuren eines schweren Fahrzeugs mit einer Spurweite von ca. 6 Fuß 7 Zoll zu finden, mit dem höchstwahrscheinlich Material transportiert wurde. Okay. What should we do next, Holmes? Ja, I don't know. Watson, sag du es mir. Ach ja, Burning. Dass du jetzt wieder zu ihm hältst, war klar. So, wir haben hier die Überreste des Gebäudes, aber wir haben vorher noch eine Spur vielleicht, maybe, baby. Also wir müssen eine Sache erfragen. Was ist denn das? Sind das Pferdehufe? Immer ganz schön klein, ne? Ich würde da ja mal gerne hin, weil das geht ja hier noch weiter, aber... Was ist hier noch? Komme ich nicht rein. Schade. Überreste. Was ist denn mit der Weiche hier eigentlich? Weil, also hier endet es halt, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr zu finden. Was ist das da? Scheint irgendein Mechanismus zu sein, aber was für einer? Kutsche? Mensch, Watson, du stehst im Weg. Also die Kutsche kann es schon mal nicht gewesen sein. So, kann ich denn jetzt? Warehouse? Train Service. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ja, da kann ich ja nicht hin. Da kam der von da. Ah. Ich mir zu Herzen genommen und bin da. Und ich freue mich. Das Vorstellungstalent hilft Ihnen dabei, Objekte und Ereignisse zu visualisieren, nur in bestimmten Situationen sinnvoll. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. Mensch, Watson, geh mal. So. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Wartet mal ganz kurz, bin gleich da. So, also.
Besorgen Sie sich eine Streckenkarte der Eisenbahnlinie. Das wäre für die Ermittlung von großem Nutzen. Besuchen Sie das Gleis, das habe ich schon. Sammeln Sie mehr Informationen über den verschwundenen Zug. Also, hier war es, ja, wo er verschwunden ist, aber es wirkt alles, als wäre der da wirklich lang gefahren, ne? Ist halt mysteriös. Können. Watson, ey, das nächste Mal lasse ich dich zu Hause. So, dann joggen wir einmal. Na, damit Sherlock auch so ein bisschen eingerostet, der Gutste, ne? Gucken wir mal, ob wir irgendwie mit jemandem hier drin quatschen können. Ach, guck mal, da ist der Typi. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Okay, wir gucken ihn uns mal an, hier den Gutsten. Graue Haare. Ehrenbahnhofsvorsteher. Oh. Aber auch sehr fein angezogen, ne? Gut, ein bisschen dreckig. Erdspuren. Okay. Verheiratet. Ja. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. So. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass nächste Woche Montag, also es kommen jetzt immer Montag, Mittwoch, Freitag Sherlock Holmes Folgen. Katze, nee, Spazi. Es ist zu warm. Geh mit deinem Bruder kuscheln. Ja, Montag, Mittwoch, Freitag war das, glaube ich. So hatte ich die Folgen eingestellt. Nächste Woche, also jetzt morgen geht es tatsächlich los. Mit der ersten Folge von Sherlock. Warte mal, wo war denn das Büro? Watson. Da, wir müssen erstmal ins Büro, ne? Lösen das Rätsel, sammeln Sie mehr Informationen. Streckenkarte. Da hat er ja gesagt, da sollen wir hier rein, ne? Das ist, glaube ich. This part is probably from a locomotive. Ja. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. Locomotive. This place serves as a storage area for the station. Ach, wirklich? Ich dachte eigentlich, das ist das Büro von Ette, aber irgendwie doch nicht. Hat er nicht gesagt, wir sollen in sein Büro gehen? Da hätten wir noch was. Oh, Watson. Ich bin hier am Schnüffeln. Können wir hier uns was ansehen? Nö. Katze, nochmal. Nein.
Da ist eine Streckenkarte. This map will be useful.